Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke für das Einschalten. Es freut mich sehr, euch wieder auf meinem YouTube-Kanal zu sehen. Ich hoffe, euch geht's gut im Alltag. Die festliche Woche in Russland geht allmählich zu Ende. Ab 12. Januar wird es bei uns wieder gearbeitet. Insgesamt waren es 12 Ruhetage. In dieser Woche gab es nicht so viele Ereignisse im Land, aber ich konnte trotzdem etwas Interessantes für euch finden. Wenn ihr wirklich ein großes Interesse für das Alltagsleben in Russland habt, dann bleibt bitte dran. Los geht's! Alkoholmärkte in Vologda. In der Region Vologda sind alle 610 sogenannten Alkoholmärkte geschlossen worden. Die Geschäfte haben entweder den Verkauf von Alkohol eingestellt oder ihr Geschäftsmodell vollständig umgestellt. Das teilte der Gouverneur der Region, Georgi Filimonov, in seinem Telegram-Kanal mit. Wie der Regionalchef betonte, existiert der Begriff Alkoholmarkt in der Region Vologda inzwischen nicht mehr. So wurden alle Filialen der Handelskette Bristol in B-Produkte umbenannt und ihr Sortiment angepasst. Alkoholgetränke machen nun nur noch rund 20% des Gesamtangebots aus und werden in separaten Verkaufsbereichen angeboten. Die Ladenkette Krasnoye i Beloye verkauft seit mehr als einem halben Jahr keinen Alkohol mehr und ersetzt derzeit ihre Werbeschilder. Auch die Kette Severny Gradus hat ihr Konzept geändert und tritt nun unter dem Namen Jeder Einkauf ist eine Freude auf. Darüber hinaus wird in der Region Vologda das sogenannte Abfüllformat umgestaltet. Von insgesamt 125 solchen Verkaufsstellen wurden bereits 75 geschlossen oder in Cafés umgewandelt. Filimonov erklärte, dass diese Entwicklung auch das Ergebnis eines regionalen Förderprogramms sei. Unternehmer erhalten vergünstigte Kredite zur Umstellung ihres Geschäftsmodells. Bis zu 5 Millionen Rubel zu 3% Jahreszins für eine Laufzeit von 3 Jahren. Ziel ist es, anstelle von Abfüllstellen gastronomische Betriebe zu eröffnen. Russland reformiert Rentenrecht. Der Vorsitzende der Staatsduma Vyacheslav Volodin hat über ein neues föderales Gesetz informiert, das am 1. Januar 2026 in Kraft getreten ist. Wie er in seinem Telegram-Kanal schrieb, zielt das Gesetz auf die Unterstützung von Familien mit Kindern ab. Volodin erklärte, dass künftig die Zeiten der Kinderbetreuung für jedes Kind bis zum Alter von 1,5 Jahren ohne Begrenzung in die Versicherungszeiten der Eltern angerechnet werden. Zuvor wurden Müttern oder Vätern im Elternurlaub insgesamt höchstens 6 Jahre angerechnet, was der Betreuung von 4 Kindern entsprach. Das neue Gesetz regelt zudem die Anrechnung der Versicherungszeiten bei Mehrlingsgeburten. Wenn eine Frau Zwillinge, Drillinge oder mehr Kinder zur Welt bringt, werden die Betreuungszeiten für jedes Kind separat erfasst und anschließend zusammengerechnet. Einen Antrag auf Neuberechnung der Rente können Betroffene in den Kundenzentren des Sozialfonds oder über das staatliche Online-Portal Gosuslugi stellen. Wer jedoch nach dem 1. Januar 2026 in Rente geht, erhält die Anrechnung aller entsprechenden Zeiten automatisch. Volodin betonte, dass demografische Fragen eine absolute Priorität in der Arbeit der Staatsduma darstellen. Im Jahr 2025 seien in diesem Bereich 9 Gesetze verabschiedet worden. Ziel sei es, Bedingungen zu schaffen, damit die Zahl der kinderreichen Familien in Russland weiter zunimmt. Indexierung der Sozialleistungen. Im Jahr 2026 werden in Russland ausnahmslos alle Sozialleistungen, Zuschüsse und Renten indexiert. Das erklärte Svetlana Bessarab, Mitglied des Ausschusses der Staatsduma für Arbeit, Sozialpolitik und Veteranenangelegenheiten. Wie die Abgeordnete betonte, ist der Bundeshaushalt für 2026 bereits verabschiedet worden und sämtliche sozialen Verpflichtungen sind darin unter Berücksichtigung der Indexierung eingeplant. Die Anpassung betrifft alle Sozialleistungen, Zuschüsse und Renten ohne Ausnahme.
So wurde die Versicherungsrente zum 1. Januar 2026 um 7,6% erhöht. Davon profitieren mehr als 38 Millionen Rentenempfänger. Ebenfalls zum 1. Januar werden die Gehälter von Lehrkräften, Erziehern, medizinischem Personal, Kulturschaffenden und Sozialarbeitern um 7,6% angehoben. Darüber hinaus werden laut Bessarab ab dem 1. Februar 2026 alle Leistungen nochmals um 6,8% indexiert. Die Abgeordnete erinnerte zudem daran, dass der gesetzliche Mindestlohn zum 1. Januar auf 27.093 Rubel erhöht wurde. Diese Maßnahme betrifft mehr als 4,5 Millionen Beschäftigte. Gleichzeitig steigen auch die Sozialleistungen, deren Höhe vom Mindestlohn abhängt. Eidepflicht ab 14 Jahren. In Russland müssen künftig alle Jugendlichen ab 14 Jahren bei der Erlangung der russischen Staatsbürgerschaft einen Eid ablegen. Das teilte der Migrationsdienst des russischen Innenministeriums mit. Wie die Behörde erklärte, wurde das Mindestalter für Personen, die bei der Aufnahme in die Staatsbürgerschaft der Russischen Föderation einen Eid leisten müssen, von 18 auf 14 Jahre gesenkt. Die neue Regelung ist seit dem 9. Januar in Kraft. Der Eid ist für alle Minderjährigen verpflichtend, unabhängig davon, auf welchem Weg die Staatsbürgerschaft erworben wird. Im regulären, vereinfachten oder außergewöhnlichen Verfahren. Lehnt eine Person die Ablegung des Eides ab, wird die Entscheidung über die Verleihung der russischen Staatsbürgerschaft annulliert. Russischer Melanom-Impfstoff. Die Wirksamkeit des russischen Impfstoffs zur Therapie von Melanomen liegt bei über 90%. Das erklärte Alexander Ginsburg, wissenschaftlicher Leiter des Nationalen Forschungszentrums für Epidemiologie und Mikrobiologie namens Gamaleya des russischen Gesundheitsministeriums. Nach seinen Worten erreicht die Wirksamkeit beim vollständigen Verschwinden des primären Tumors 100%. Bei Metastasen liege sie bei rund 90%. Ginsburg fügte hinzu, dass die ersten Patienten den Impfstoff Anfang 2026 erhalten sollen. Zuvor hatte Russlands Gesundheitsminister Michail Muraschko erklärt, dass die ersten Patienten bereits zu Beginn des kommenden Jahres mit dem neuen Impfstoff behandelt werden können. Das Gesundheitsministerium habe die entsprechende Genehmigung erteilt und derzeit würden die Patienten vorbereitet, betonte der Minister. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auf eure Fragen und Kommentare, die das Alltagsleben in Russland betreffen. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.